Guten Morgen. Wir haben jetzt 6 Uhr, kurz nach 6. Und ich drehe noch eine kleine Morgenrunde, einen kleinen Morgenspaziergang in dem Wald, wo ich schon mal des Öfteren unterwegs war, bei mir ganz in der Nähe. In der Nähe von Köln. Und im Moment ist hier richtig schön ruhig und alles ist leer. Man hört viele Vögel zwitschern, man hört so ein bisschen Wild durchs Dickicht laufen. Ja, ist schon was Feines, so ein Morgenspaziergang. Ja, wenn ich gleich noch eine schöne Stelle finde, irgendwo hier im Wald, ein idyllisches Plätzchen, wo ich etwas ungestört bin, dann werde ich mir noch ein Käffchen kochen und ein bisschen chillen, den Vögeln so ein bisschen zuhören. Ja, und hauptsächlich geht es darum, ich muss ja noch meinen neuen Spirituskocher, den Turks Siphon, testen. Den habe ich unter Realbedingungen noch nicht getestet. Bisher nur zu Hause mal kurz angeschmissen mit ein paar Tröpfchen Spiritus. Ja. Mal sehen. Ich denke schon, dass ich hier eine schöne Stelle finde. Aber da der Wald nicht besonders groß ist, muss man sich da halt ganz, ganz ruhig verhalten. Weil sonst wird man entdeckt und wer weiß, wie die Leute hier darauf reagieren. Ja. Viele sehen es ja ganz entspannt, aber es gibt ja auch immer die Leute, die sich so ein bisschen aufspielen und wichtig tun. Ja. Bis ich was gefunden habe, zeige ich noch ein paar schöne Bilder hier vom Wald. Lasse ich noch ein bisschen das Vogelgezwitscher hören. Und ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich was Schönes gefunden habe zum Kaffeekochen. So ein bisschen abseits des Weges. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier irgendwo rechts so ein bisschen reingehe, werde ich bestimmt ein schönes Plätzchen finden. Links von mir ist noch ein Reiterpfad, ungefähr 10 Meter, 15 Meter links neben mir. Und dann nochmal so 5 Meter daneben ist auch nochmal ein Weg, aber der knickt da vorne, knickt er ab und entfernt sich quasi von dieser Position hier. Also müsste ich noch nicht mal einen Tarp aufspannen als Sichtschutz, damit man mich nicht so schnell sieht. Ich glaube, ich kann mich einfach so hier irgendwo, ich kann es mir hier einfach so irgendwo bequem machen. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus hier. Ich suche mal. Und dann hole ich dich wieder dazu. Ich glaube, hier ist ein schönes Plätzchen.
Hier werde ich fündig. Ja, ich denke, ich habe hier mal ein schönes Plätzchen gefunden. Hier lasse ich mich nieder. Der Boden ist zwar immer ein bisschen feucht, weil es die letzten Tage wie Hulle geregnet hat. Aber ich habe eine Elefantenhaut dabei. Da kann ich mich draufsetzen, von daher ist das auch kein Problem. Ja, rundherum die Wege, die sind zwar jetzt ein ganzes Stück entfernt. Ist egal, also in welche Richtung ich gehe, der nächste Weg, der wird so mindestens 150 Meter weit weg sein. Also man kann mich vom Weg aus wohl kaum sehen. Von der Kleidung her bin ich auch eher unauffällig. Aber ich habe gerade da vorne ein Auto vorbeifahren gehört. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Förster, ein Jäger ist oder einfach nur Holzsammler. Ja. Wäre schon doof oder ein blöder Zufall, wenn die mich ausgerechnet jetzt hier finden würden. Aber rechnen muss man ja mit allem. Ne? Ich mache jetzt einfach mal unbeirrt weiter. Ich bin ja ziemlich leise. Mache kein Feuer mit Holz, also auch keine Qualmentwicklung, kein Rauch und auch keinen Gestank. Also von daher dürfte mich eigentlich auch nicht orten. Ja, wie gesagt, nur wenn die wirklich zufällig hier in diesen Abschnitt gehen, um hier zum Beispiel Holz zu sammeln oder hier irgendwas zu kontrollieren oder was auch immer. Naja. Naja. Wie gesagt, immer mit dem Schlimmsten rechnen, aber das Beste hoffen. Ne? Ich bin ja so ein richtiger Optimist und von daher, ja, das passt schon. So, jetzt habe ich aber langsam Durst auf ein Käffchen. Ich muss mal aufhören, hier rumzuschwaden und weiter Kaffee kochen. Bam. Und schon heizt er. Ne? Ja, also der von Tokes ist
schon richtig gut. Ne? Es gibt ja auch die günstige Version von Lixada. Der Unterschied bei den beiden Kochern ist ganz einfach, der Lixada, der ballert stärker, der bringt das Wasser schneller zum Kochen, aber dafür hält auch der Spiritus bei dem nicht so lange. Jetzt kann man natürlich davon ausgehen, wenn man das Material oder die Substanz, das Wasser oder was man immer warm machen will, schneller heiß wird und der Zeit lang kürzer ist, dann braucht man ja nicht so viel. Ja, das muss man mal alles genau durchtesten. Es gibt da bestimmt schon Videos hier auf YouTube. Aber der Toast ist auch schon recht schnell. Ne? Ja, eigentlich ist das hier eine richtig schöne Stelle, mitten in so einem Waldstückchen. Aber jetzt ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen. Die Leute, die sonst immer spazieren gehen mit ihren Hunden und Jogger, die sind jetzt auch deutlich unterwegs. Deutlich mehr, eine deutlich höhere Geräuschkulisse. Und ja, das Auto, was ich eben erwähnt habe, was hier vorbeigefahren ist, das ist jetzt irgendwo da hinter mir. Auch noch gut weit weg. Also man hört es noch ganz schwach, aber man hört, dass da irgendwas gemacht wird. Ne? Dass da irgendwelche Leute irgendwie arbeiten oder so. Und das ist natürlich suboptimal, ne? Klar. Naja, aber wie gesagt, ich bin ja eigentlich recht unauffällig und ich mache ja auch nichts, was irgendwie den Zorn von irgendwelchen Förstern oder Jägern auf sich ziehen könnte. Also ein normal denkender Mensch, wenn er mich hier findet, wird wahrscheinlich ja, das tolerieren können, hoffe ich doch mal. Aber ich denke mal, das wäre auch echt ein großer Zufall, wenn die mich finden würden hier, weil ich bin nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Ja, ich denke mal, ich trinke jetzt noch den letzten Schluck Kaffee und dann räume ich wieder ein und verdünnisiere mich ganz leise, klamm und heimlich. Weil ich muss noch Leergut wegbringen. Ja. Ich hole dich gleich nochmal dazu. Bis später. Ich mache nochmal einen kleinen Schwenk hier von meinem Sitzplatz aus.
damit er auch weiß. Ja, das sind jetzt die letzten paar Meter auf dem Parallelweg zu diesem Reiterweg und zu dem Spazierweg. Da vorne komme ich jetzt gleich wieder auf die normalen Wege zurück. Deswegen werde ich auch jetzt hier schon mal schön sagen. Ja, also hat mir mal wieder gefehlt. So ein paar Stündchen im Wald. Einfach mal ein Käffchen trinken. Schade, dass natürlich die Waldarbeiter hier so loslegen, aber irgendwie habe ich da ja immer Pech mit. Bei dem Einwaldcafé-Video ja auch, wenn du dich erinnerst, da waren dann die Kettensägen zu hören auf einmal. Ja, ist halt so. Naja, wie dem auch sei. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und demnächst wieder reinschaust. Ja? Okay, mach's gut, bis dann, tschüss.